gab jetzt einen FAZ-Artikel und die FAZ hat ganz, ganz viel Blödsinn über Bitcoin geschrieben. Aber diesen Artikel, den möchte ich sogar ein Stück weit in Schutz nehmen, weil ich die Befürchtung nachvollziehen kann. Und trotzdem möchte ich da heute drauf eingehen. Dieser Artikel heißt, so war Bitcoin nicht gedacht. Ja? Vor 15 Jahren wurde Bitcoin als Alternative zum traditionellen Finanzsystem gegründet. Von dieser Idee ist wenig übrig. Dem stimme ich nicht zu. Aber den Befürchtungen stimme ich zu. Und ich möchte euch heute erklären, warum ich trotzdem nicht glaube, dass Bitcoin so nicht gedacht war, sondern dass Bitcoin genauso gedacht war. Bitcoin ist Geld. Bitcoin ist Wertespeicher. Und es braucht viele Jahre, etwas so Fundamentales wie unser Geld, die Grundebene unserer Sprache auszutauschen. Würden wir unser System mit einem Schock gehen lassen, würden alle Beziehungen wirtschaftlicher Art, menschlicher Art zusammenbrechen. Wenn das Fiat-System morgen zusammenbricht, wie viele Menschen verstehen, dass Bitcoin gutes, hartes Geld ist? Wie viele Menschen hoffen auf ihre Krankenbehandlung in einem System, wo der ganze Markt nur auf Schulden basiert und kein frisches Geld gedruckt wird? Wie viele Menschen rufen die Polizei an und keiner kommt? Wie viele warten auf die Lebensmittel, die nicht mehr produziert werden, weil kein frisches Geld gedruckt wird? Ein Beenden des Fiat-Standards morgen würde die Welt in ein ungeahntes Chaos stürzen. Das ist der Nährboden für radikale Ideologien. Dann kommen wieder die Spinner mit der starken Hand. Wir machen die bessere Politik. Dann wiederholen sich die schlimmsten Ereignisse. Das darf nicht passieren. Das System müssen wir vom Kollabieren beschützen, so komisch es klingt. Bitcoin ist eine Lösung, die langsam funktioniert. In Wellen. Alle 4 Jahre mal einen Hype, ein bisschen mehr Nachfrage sukzessive. Und ein Anpassen des bestehenden Systems an eine Ökonomie mit einem härteren Geldstandard. Nicht von heute auf morgen, aber auf Jahrzehnte. Auf Jahrzehnte können wir sukzessive Bereiche in den Markt zurückgeben und dafür sorgen, dass diese unfaire Gelderzeugung ein Ende findet. Wir haben in diesem Zuge den FAZ-Artikel, der leider hinter einer Paywall ist, mal angeschaut und eben ein paar wichtige einzelne Akzente herausgeschrieben, die meiner Meinung nach wichtig sind und wo ich diesen Artikel, wie gesagt, auch ein Stück weit in Schutz nehmen muss, weil ich die Angst, dass durch die großen Player Bitcoin sein Naturell verliert, ja nicht unbegründet finde, aber ich trotzdem die Gegenargumente liefern möchte. Und das eine ist die Mainstream-Akzeptanz. Wir brauchen Bitcoin im Mainstream. Ohne Mainstream-Akzeptanz bleibt Bitcoin Randprodukt und wird niemals diese Lösung sein, die wir für diese Welt brauchen. Und das heißt auch, dass wir im Mainstream erstmal sehen, dass Bitcoin sich im System etabliert, dass wir umfangreiche staatliche Regeln um Bitcoin herum bauen. Aber keine dieser Regeln verändert das Naturell von Bitcoin. Keine. Das sind alles externe Faktoren, die wir basteln, die irgendwann weg sein werden, während Bitcoin immer noch da ist. Michael Saylor hat selber vor einiger Zeit von der Revolution durch die Hintertür gesprochen, eben Bitcoin als trojanisches Pferd. Und so stellt sich die Frage von Pragmatismus versus Idealismus. Und ich sage euch was, mit Idealismus kommen wir nicht weit. Idealismus ist die große Hoffnung. Aber was Bitcoin ist, ist Ökonomie. Es ist das Verständnis der Kooperation zwischen Menschen. Es ist das Verständnis von dem, was Menschen wollen. Menschen wollen Frieden. Menschen haben als unerfahrene Kinder sich auf die Mütze gehauen und lernen mit der Zeit, dass Kooperation der effektivere Weg ist, um seine Ziele zu erreichen. Kriege führen wir wegen Fiat. Um Fiat eine Notwendigkeit zu geben, um Fiat Kaufkraft zu geben, um unseren Fiat-Währungsraum zu schützen. Wir brauchen keinen Krieg, wenn wir einen globalen Währungsraum haben. Wir können fast gar keinen mehr führen. Die Risiken, einen Krieg zu führen, sind immens groß bei einem harten Geld, wenn man kein Geld mehr drucken kann. Es geht hierbei nicht um einen Idealismus. Es geht darum, freie Märkte zu etablieren, die Freiheit des Individuums zu schützen. Darum geht es. Ja? Und in dem Moment, wo ein Individuum frei ist, wird ein Individuum automatisch Lösungen für eine Gesellschaft bauen, weil es den Bedarf der Menschen erkennt und aus Egoismus heraus ein guter Unternehmer wird, um den Bedarf der Menschen zu lösen. Die egoistischsten Menschen werden die besten Unternehmer und werden am meisten vom Volk gefeiert, weil sie Produkte und Dienstleistungen bringen, die jeder gerne bereit ist anzunehmen und wofür jeder gerne bereit ist, freiwillig sein Geld abzugeben. Dass Egoismus was Schlechtes ist, dass Gier was Schlechtes ist, dass diese ganzen Eigenschaften in einem schlechten Kontext wahrgenommen werden, liegt daran, weil wir ein System haben, in dem einzelne Akteure cheaten können. Dadurch werden diese Eigenschaften zu was Schlechtem.
Kennt ihr die Geschichte von Mutter Teresa, die sich um all diese Menschen so selbstlos gekümmert hat? War das selbstlos? Gibt es sowas überhaupt? Vielleicht war es auch egoistisch. Sie wollte das Gefühl haben, sie macht was Gutes für die Welt. Das war ein komplett egoistisches Handeln. Diese egoistische Mutter Teresa, oder? Nein. Das ist genau das, was uns kooperativ werden lässt. Diese Dinge, diese menschlichen Verhaltensweisen werden erst dann schlecht, wenn wir ein System haben, was von Grund auf das Cheaten erlaubt. Das Betrügen dem Rest der Gesellschaft. Das Ausnutzen der Menschen. Das Schulden machen auf dem Rücken der Menschen. In dem Moment wird Egoismus sehr gefährlich. Bitcoin macht das Beste aus uns Menschen, weil es unseren natürlichen Antrieb, als kooperative Wesen zu leben, in allen Maßen unterstützt. Ja, und wer hat die Macht? BlackRock kann noch so viele Bitcoin besitzen. Sie haben keine Macht über Bitcoin. Das ist doch das Geniale an diesem Netzwerk. Viele sagen dann ja. Und dann bestimmt BlackRock einfach, indem sie die meisten Bitcoin besitzen, dass Bitcoin jetzt anderen Regeln folgt. Besitzt BlackRock eure Bitcoin? Nein. Zwingt euch irgendwer, eure Bitcoin an BlackRock abzugeben? Nein. Hier. Eure Bitbox, eure Coins, eure Fullnode, eure Regeln. Dann lasst doch BlackRock die Regeln ändern. Dann lasst sie doch den Clown Bitcoin 1.0 draus machen. Was ändert das an euren Regeln? Glaubt ihr wirklich, BlackRock wäre dazu in der Macht? Die würden die Gefahr eingehen, einen komplett wertlosen Shitcoin zu erzeugen. Und die Gefahr ist nicht mal klein. Das ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das, was passieren würde. Sie können noch so viele Bitcoin besitzen. Ihr seid der Währungsraum, nicht BlackRock. Alle Unternehmen unterliegen der Schuldenlast, die sie nehmen müssen, um in diesem ineffizienten Fiat-System die Mechanismen des Systems bedienen zu können und konkurrenzfähig zu sein. Und da rede ich nicht von allen Unternehmen, sondern von allen Global Playern, die eben diesem Prozess unterliegen. Das sind quasi alle. Es gibt fast gar keine Global Player, die nicht verschuldet sind. Das sind die wenigsten. Die extrem tech-innovativen Unternehmen schaffen es teilweise, aber die meisten sind verschuldet. Dem System gegenüber. Ja, lasst die doch mit den Schulden Bitcoin kaufen und unseren Bitcoin in ungeahnte Höhen pumpen. Das ist genau, wie es läuft. Das ist das trojanische Pferd. Lasst sie das tun. Lasst BlackRock die Regeln ändern. Das sind eure Regeln. Nehmt ihr die Coins an, die unter neuen Regeln arbeiten, von Minern, die unter neuen Regeln arbeiten? Nein, das lehnt ihr einfach ab. Und ich schwöre euch, irgendwo auf der Welt gibt es Miner, die euer Netzwerk bedienen mit Rechenleistung, weil sie sehen, ihr wollt Transaktionen ausführen, da kriege ich Transaktionsgebühren. Ihr seid die Macht. Dann gibt es halt am Ende 2 Bitcoin. Euren kann BlackRock nicht nehmen und das wissen sie. Das ist das, was Bitcoin so stark macht. Und das ist auch das Vertrauen, was am Ende dazu führt, dass ganz ungeachtet von BlackRock auch ein Land wie China als Land, nicht für die Menschen dort, aber als Land Bitcoin entdeckt. Ein Land wie Venezuela das tut, ein Land wie El Salvador das tut, weil alle wissen, keins der anderen Länder kontrolliert Bitcoin wirklich. Die Regeln entscheidet jedes Individuum für sich. Das ist das Naturell. Und dieses Naturell verliert Bitcoin durch BlackRock nicht. Ganz im Gegenteil. Das wird in Stein gemeißelt. Das Bewusstsein, dass nicht mal BlackRock das ändern kann, ist das, was am Ende in den Köpfen der Menschen ankommt. Ja, Bitcoin ist definiert als Geld. Und viele sagen, ja, aber wenn Bitcoin nicht als Geld benutzt wird, dann ist auch kein Geld. Alle hodeln, keiner gibt's aus. Etwas so Junges wie Bitcoin ist hochvolatil und funktioniert bei uns in der Welt, hier in der westlichen Welt, unter unserem Fiat-Geld noch nicht gut als Geld. Es ist viel zu volatil zum Euro oder zum Dollar. Aber es gibt Länder, da ist Bitcoin nicht so volatil zu diesen Währungen. Es gibt Länder, da fällt der Kurs der eigenen Währung jeden Tag um 10, 20, 30, 40, 50%. Und den nächsten Tag nochmal und den nächsten Tag nochmal und den nächsten Tag nochmal. Dagegen ist Bitcoin hochwertstabil. Und da funktioniert Bitcoin als Geld. Das ist eine Frage der Perspektive. Die Wertstabilität, die entsteht, je mehr Teilnehmer sich für Bitcoin interessieren. Und die ganzen Teilnehmer kommen gerade. Die Volatilität ist ein temporärer Zustand. Die wird immer weiter abnehmen, je mehr Geld, je mehr Menschen, je mehr Interesse an diesem Netzwerk besteht. Dass etwas zu Geld wird, kann aus zweierlei Gründen passieren. Weil es aktiv jeden Tag für den Tausch verwendet wird, aber auch schon vorher. Und zwar indem es Annahmestellen gibt. Dass Bitcoin als Geld funktioniert, erfordert nicht, dass Bitcoin täglich als Geld benutzt wird, sondern dass es die Möglichkeit gibt, jeden Tag als Geld benutzt werden zu können.
Jedes Unternehmen, was Bitcoin als Bezahlung annimmt, ist eine Möglichkeit, Bitcoin als Geld zu nutzen. Das reicht schon aus. Ökonomisch betrachtet reicht das aus, damit etwas zu Geld wird. Es muss nicht wirklich aktiv für den Geldhandel genutzt werden. Aber ihr müsst jederzeit wissen, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist, wenn ihr, keine Ahnung, in einem Land lebt, unter schlimmsten Bedingungen, dann könnt ihr überall auf der Welt Bitcoin als Geld benutzen. Das ist wichtig. Alles andere ergibt sich von alleine. Es geht am Ende um die langfristige Vision. Ja, es geht um den langfristigen Horizont. Und wenn Bitcoin heute ganz offensichtlich und für jeden sofort begreiflich die Lösung ist, die unser gesamtes System, die ganze Welt auf links krempelt, dann schwöre ich euch eins: Bitcoin wäre niemals aus den Kinderschuhen herausgekommen. Es wäre von Tag 1 an vom System so hart bekämpft worden, dass Bitcoin nie aus diesem Zustand des Nerdgeldes aus dem Darknet herausgekommen wäre. Bitcoin wird unterschätzt und das ist gut so. Es sind nicht die perfekten Lösungen, die sich durchsetzen, es sind die guten Lösungen, die sich durchsetzen. Die perfekten werden sofort angegriffen vom bestehenden System, weil man Angst hat. So wurde das Automobil unterschätzt, so wurde das Internet unterschätzt, so wurde alles unterschätzt. Und das Internet ist das beste Beispiel, wie Bitcoin als Netzwerk für uns als globales Bezahlungsnetzwerk funktionieren kann. Was benutzt ihr im Internet? Netflix, Twitter, YouTube, Google, Facebook, Meta, Instagram, WhatsApp, alles Facebook, alles Meta. Alles nur Global Player. Kontrolliert einer von denen das Internet? Nein. Nein. Installiert euch einen Tor-Browser, surft an jedem Punkt dieser Erde, ohne dass euch irgendwer hindern kann. Bitcoin macht das Gleiche. Keiner von den Institutionellen wird Bitcoin schaden. Jeder wird diesem Netzwerk eine Relevanz geben und den Netzwerknutzen dieses Zahlungssystems verstehen und für sich etablieren wollen. All diese Global Player werden kommen, die stehen da, die klopfen gerade an der Tür und die werden Bitcoin zu etwas so Alltäglichem machen, wie es unser Internet für uns heute geworden ist. Ich möchte noch mal 2 Worte zum FAZ-Artikel verlieren. FAZ hat so viel Blödsinn über Bitcoin verbreitet, dass dieser Artikel so im Deep Dive Bitcoin schon gut versteht, dass ich diese ganzen Argumentationen folgen kann. Und was mich direkt begeistert hat hier in diesem Eingangstext ist, ja, was viele nicht wissen und was mich deswegen auch überrascht, dass es die Autorin wusste. Ja. Im Kalender stand der alljährliche Reformationstag, jenes Datum, an dem einst Martin Luther seine Thesen veröffentlichte, um die Trennung von Kirche und Staat zu fordern. Martin Luther hat an dem Tag, wo das White Paper veröffentlicht wurde, nur viele, viele Jahre zurück, am 31. Oktober, die Schriften veröffentlicht, die am Ende die Trennung von Staat und Kirche bedeutet haben. Satoshi hat dieses Datum nicht zufällig gewählt, um die Schrift zu veröffentlichen, die Staat und Geldsystem voneinander trennt. Und das wusste die Autorin. Ehrlich, das ist ungeahnt hohe Qualität für einen FAZ-Artikel. Ungeahnt tiefe Recherche. Und ich verstehe die Besorgnis. Was aber wichtig ist, ist, die große ganze Vision zu verstehen und zu verstehen, dass Bitcoin, würde es nur dem harten Cypherpunk, anarchistisch-kapitalistischen System folgen, Bitcoin niemals diese Lösung sein kann, die wir uns davon erhoffen. Bitcoin muss in den Mainstream, ob es uns schmeckt oder nicht.